Hallo und willkommen. Heute zeige ich euch, wie man Apfelrotkohl selber zubereitet. Dieser Rotkohl schmeckt fantastisch und auch hier gilt, ihr werdet nie wieder diese enttäuschenden Fertigprodukte kaufen wollen, die zu grob geschnitten, nicht ganz gar gekocht und viel zu essiglastig sind. Zunächst entfernt ihr die äußeren unansehnlichen Blätter so weit, bis sie sich nur noch schwer vom Kohlkopf lösen lassen und auch keine weißen Verfärbungen mehr zeigen. Dann halbiert ihr den Kopf. Das geht einfacher, wenn man keine Kamera daneben stehen hat und man das Messer mit seinem Körpergewicht runterdrücken kann. Der gekochte Rotkohl lässt sich übrigens ohne Qualitätsverlust hervorragend einfrieren. Deswegen koche ich immer gleich eine größere Menge. So sieht ein halbierter Rotkohl aus. Gewaschen werden muss hier nichts. Nun geht es ans Rotkohl schneiden. Der Kohl sollte in gleichmäßige 1 mm breite Streifen geschnitten werden und ihr könnt so vorgehen, wie ich es hier zeige. Dies ist eine gute Übung für Ausdauer und Schneidetechnik. Ich koche wirklich sehr gerne, aber selbst mir ist diese Arbeit zu mühselig. Und ich war froh, als ich einmal den Tipp bekam, eine Aufschnittmaschine dafür zu benutzen. Hier ist das gute Stück, das vielseitiger anwendbar ist, als man zunächst meinen würde. Ihr stellt die Schnittstärke auf 1 mm und ab geht die Post. Ich habe mir auch Handschuhe angezogen, was ich gleich zu Anfang hätte machen sollen, denn meine Finger hatten sich bereits blau verfärbt. Sobald sich genug geschnittener Rotkohl angehäuft hat, gebt ihr ihn in eine große Schüssel und wiederholt diesen Arbeitsgang. So lässt sich der Zeitaufwand fürs Schneiden erheblich reduzieren. Bevor ihr zum nächsten Schritt kommt, die Maschine sofort putzen. Glaubt mir, bitte wartet nicht, bis der Saft eingetrocknet ist. Gebt einfach etwas Essig auf ein feuchtes Tuch und entfernt den Rotkohl und seine Flecken. Und vergesst auch den Fußboden nicht. Als nächstes wiegt ihr euren geschnittenen Rotkohl und zieht von dem ermittelten Gewicht das Gewicht der Schüssel ab. Da ich ja nie genau weiß, wie viel Rotkohl ich zur Verfügung habe, errechne ich die Menge meiner weiteren Zutaten in Prozenten bezogen auf sein Gewicht. Es ist ganz einfach. Schüssel und Rotkohl wiegen zusammen 2195 Gramm, ergibt netto 1812 Gramm Rotkohl. Dies ist meine Bezugsgröße. 6% Zucker sind 109 Gramm, 1% Meersalz sind 18 Gramm und 30% Äpfel sind ungefähr 540 Gramm. Und pro 100 Gramm Rotkohl rechne ich eine Umdrehung aus der Pfeffermühle. Weitere Zutaten werden nicht benötigt, insbesondere kein Essig, denn dieser würde die Garzeit nur verlängern. Ihr wiegt jetzt also Zucker und Salz ab, welches ihr vermischt. Darein kommt der Pfeffer und auch dieser wird untergemischt. Die Zucker-Salz-Pfeffer-Mischung muss nun in den Rotkohl vermengt werden. Und da ich eine große Menge habe, mache ich das in einzelnen Arbeitsschritten. Zunächst lockere ich den Kohl ein klein wenig auf und dann gebe ich die Mischung darüber. Wichtig ist dabei, dass ihr die Mischung in den Kohl regelrecht einmassiert, damit er Saft ziehen kann. Mit dieser Handbewegung verteile ich den Zucker im gesamten Rotkohl und jetzt fange ich an, ihn zu kneten. Nach einer Weile merkt ihr, wie etwas Feuchtigkeit austritt. Und da ihr noch jede Menge weiteren Rotkohl habt, ist das der Moment, um nachzufüllen. Und diesen Arbeitsgang wiederholt ihr so lange, bis der Rotkohl und die Zuckermischung aufgebraucht sind. Zum Schluss stampft ihr alles nochmal mit der Faust fest und lasst den Rotkohl 1 bis 2 Stunden oder über Nacht zugedeckt stehen. Nach dieser Zeit werden die Äpfel vorbereitet. Die schnellste Art, diese Äpfel kochfertig zu machen, ist, zunächst alle Äpfel schälen, dann alle Äpfel vierteln und dann die Viertel entkernen. Dies ist die schnellste Methode, da man nicht ständig die Messer wechseln muss. Anschließend wird der Topf, in dem ich den Rotkohl kochen werde, mit den Äpfeln befüllt. Ich habe sie klein geschnitten, damit sie schneller zerkochen können. Das kann man sich aber auch sparen. So, der Rotkohl hat jetzt mindestens 2 Stunden gezogen und es hat sich unten in der Schüssel einiges an Flüssigkeit abgesetzt. Dies alles wird jetzt über die Äpfel verteilt.
Dann wird der Rotkohl in seinem eigenen Saft gekocht. Wasser würde ich nur zugeben, wenn sich keine Flüssigkeit abgesetzt hätte, was auch vorkommen kann. Wenn ihr den rohen Rotkohl probiert, wird er süßlich, scharf und leicht gesalzen schmecken. Es fehlt ganz eindeutig Säure, der Essig wird aber erst zugegeben, wenn der Rotkohl weich gekocht ist. Die Kochzeit betrug bei mir ein Viertelstunde. Zunächst wird alles zügig erhitzt und dann die Hitze reduziert. Alle 10 bis 15 Minuten habe ich den Rotkohl umgerührt und kontrolliert, ob noch genug Kochflüssigkeit vorhanden ist. Wenn ihr den Deckel abnehmt, lasst den sich darunter befindlichen kondensierten Wasserdampf erst in den Topf zurücklaufen. Dann trocknet das Gemüse nicht aus, aber vor allem hat man anschließend weniger zu putzen. Und noch ein weiterer Tipp, mit 2 Löffeln lässt sich der Rotkohl wesentlich leichter umrühren. Wie ihr seht, zerkochen die Äpfel langsam und der Garprozess nimmt seinen Lauf. Jetzt heißt es eigentlich nur noch regelmäßig umrühren, aufpassen, dass nichts anbrennt und nach einer Stunde darf probiert werden, ob der Rotkohl nicht doch langsam gar wird. Das heißt, jetzt ist es an der Zeit, den vorbereiteten Nelkenessig abzumessen und der Einfachheit halber wiege ich ihn. Wie man einen Nelkenessig macht, zeige ich in einem anderen Video. Es ist blitzeinfach, dauert aber eine Woche. Wer keine Zeit mehr hat, sich einen Nelkenessig zuzubereiten, zermahlt einfach eine Nelke in einem Mörser und gibt diese dann zum Essig. Hier verdünne ich jetzt den Essig mit etwas Kochsaft und verteile ihn dann über den Rotkohl. Jetzt noch ein letztes Mal durchrühren, den Herd abstellen und den Kohl am besten kalt werden lassen. Denn aufgewärmt schmeckt er noch besser. Ich finde aber, nach der vielen Arbeit hat man sich ein Essen verdient. Und bei uns gibt es dann immer Bratwürstchen mit Kastanien und Rotkohl. Einfach die Würstchen anbraten und vakuumierte Kastanien in etwas Milch aufwärmen, salzen und pfeffern und das war's auch schon. Der restliche Rotkohl wird eingefroren. Pro Person rechne ich 120 bis 150 Gramm, abhängig davon, ob es eine Vor- und eine Nachspeise zum Hauptgang gibt. Ich hoffe, euch hat meine Anleitung gefallen und sie hat euch den Mut gemacht, euren Rotkohl demnächst selber herzustellen. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und ich wünsche euch guten Appetit.